Ja, hallo, willkommen in Namibia. Wir sind jetzt auf der Überfahrt vom Fish River Canyon hoch nach Helmeringshausen. Es geht Richtung Namib-Wüste. Das ist so ein bisschen Überfahrttag. 300 Kilometer ist aber ganz gut zu schaffen an einem Tag. Und so ein bisschen Versorgungsfahrt, Wasser tanken und mal wieder ein bisschen Bargeld holen. Auf dieser Strecke gibt es natürlich ein paar Aussichtspunkte. Wir haben jetzt an einem angehalten. Wir sind hier weiter oben am Fish River Canyon. Der Aussichtspunkt heißt Seeheim. Hier gibt es auch ein Hotel, warum auch immer. Ansonsten ist hier gar nichts. Aber ein schöner Aussichtspunkt. Und natürlich eine schöne Stelle, um ein bisschen was einzuquatschen für euch. So, ich mache jetzt ein Bild von dieser Stelle und dann geht es auch schon weiter. Ja, auf dem Weg nach Namib in die schöne Wüste machen wir einen Zwischenstopp in Helmeringhausen. Wir haben heute genug Fahrzeit hinter uns gebracht. Ja, hier ist der Hund begraben, könnte man sagen, aber ich würde selbst einen Hund hier nicht begraben. Also so tot ist es hier. Es gibt unser Hotel, es gibt eine Tankstelle mit 2 Zapfsäulen und einen Café. Das war's, eigentlich mehr Durchgangsstraße. Das Wetter ist aber schön. An unserem Hotel ist ein kleiner Biergarten. Wir bekommen gleich noch Essen, sieht ganz nett aus. Dieses Hotel ist auch berühmt für seinen Apfelkuchen, den haben wir auch schon genossen, war ganz lecker. Jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Walk gemacht. Ja, und dann genießen wir jetzt in Ruhe den Nachmittag, wieder ein bisschen Datensicherung und morgen früh geht es dann weiter. Ja, ungefähr 80 Kilometer von hier weiter südlich haben wir Bethany passiert und wir mussten dort tanken. Wir waren etwas unter halb voll. Und das ist etwas, was man hier in Namibia wirklich beachten muss, den Tank immer rechtzeitig voll zu machen, weil es kann auch mal passieren, dass hier eine Tankstelle kein Benzin mehr hat. Und das ist uns auch passiert. Die erste Tankstelle, die wir jetzt angefahren haben, hatte keinen Diesel mehr. Zum Glück gab es dann 100 Meter weiter noch eine. Da war dann aber die Zapfsäule kaputt und wir haben dann in der Schlange ein bisschen gewartet. Und nach so einer Dreiviertelstunde ungefähr hatte dann ein Servicetechniker zum Glück das Problem behoben und alle konnten voll tanken und weiterfahren. Ansonsten kann das schon zum Desaster werden. Man hängt dann wirklich fest. Also man muss wirklich aufpassen und jede Tankstelle hier mitnehmen. Die Fahrt von Helmeringhausen in die Namib ist fast eine Tagesfahrt. Insbesondere, da wir immer wieder anhalten, um die Landschaft zu genießen oder wir Tiere beobachten. Die Straße ist hier auch bedeutend schlechter als zuvor. Viele Wellen, Spurrillen und Sandverwehungen. Immer wieder ergeben sich interessante Motive der Landschaft und der unendlich erscheinenden Straßen.
Unsere Lodge ist etwas südlich von Solitär und ungefähr 60 Kilometer nördlich von unserem Hauptziel, dem Sossusvlei. Diese Lodge erweist sich als Volltreffer. Nach einem herzlichen Empfang machen wir zum Sonnenuntergang noch eine kurze Tour auf den Hausberg. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder. Hier in der dritten Episode kann ich endlich fotografieren und zeigen, was mich in Namibia am meisten beeindruckt hat. Das Abendrot Afrikas. Dieses tiefe Orange über dem Horizont, die verlaufenden Farben von Orange, Rot, Magenta bis ins tiefe Blau. Und die Fotos sind nichts gegen die Realität. Frühmorgens machen wir uns auf den Weg in die Dünenlandschaften der Namib. In den Nationalpark Sossusvlei dürfen wir erst nach Sonnenaufgang reinfahren und müssen bis spätestens Sonnenuntergang wieder raus sein. Alle Fahrzeuge und Personen werden am Eingang registriert. Die Straße durch den Nationalpark ist asphaltiert, sodass wir gut vorankommen. Bis zum Ende der Straße sind es ca. 60 Kilometer. Dort befindet sich dann eines unserer Ziele, das Dead Fly. Aber fotografisch interessieren mich am meisten die roten Dünen im frühen Licht. Die Strukturen in den Dünen bilden sich gut aus und die oberen Kanten bilden messerscharfe Konturen.
Am Ende der Straße befindet sich ein Parkplatz. Bis zum Deadfly sind es noch weitere 5 Kilometer durch den tiefen Sand. Ab hier gibt es 3 Möglichkeiten, um weiterzukommen. Man fährt mit einem der Shuttle-Offroader, was kostenpflichtig ist. Man fährt selbst und riskiert stecken zu bleiben, oder man läuft. Wir fahren selbst. Das Fahrzeug schwimmt ordentlich im tiefen Sand, aber wir kommen gut durch. Haben halt das richtige Auto. Am Ende der Sandpiste ist ein kleiner Parkplatz und es gibt einige rustikale Picknicktische im Schatten. Bis zum Deadfly geht es noch zu Fuß weiter, ca. 20 Minuten durch den Sand. Wir sind jetzt an einem der berühmtesten Plätze in Namibia, vielleicht sogar einer der berühmtesten Fotoplätze überhaupt. Im Sossusvlei, im Deadfly, in dieser Salzpfanne, die ausgetrocknete, mit den abgestorbenen Bäumen. Ja, das Panorama spricht für sich. Die Bilder habe ich schon alle gemacht. Ich musste natürlich das gute Licht nutzen. Ich habe hier auch einiges probiert, Farbe und Schwarz-Weiß. Und ja, man kann sich hier austoben. Ich könnte noch stundenlang fotografieren. Ich habe wirklich mehrere Bäume reingenommen, teilweise auch Einzelbäume. Und meine besten Bilder zeige ich euch jetzt. Wir sind dann raus aus dem Deadfly und durch eine vorgelagerte, kleinere Salzpfanne zurück. Hier habe ich noch einige gute Motive gefunden. Ich hoffe, die Bilder gefallen euch.
sind jetzt hier am Sesriem Canyon. Sesriem deshalb, normalerweise ist hier Wasser, oder mindestens ein bisschen Wasser. Und man brauchte früher 6 Riemen, Sesriem, um hier sich runterzulassen und dann zur Tränke zu kommen. Ja, ich habe jetzt nur mein 8x16 mm mitgenommen, also Ultraweitwinkel hier im Canyon. Ich habe 2, 3 Bilder gemacht vom Canyon. Ja, ist nicht so der Brüller, aber was mir ganz gut gefällt, ist hinter mir der Baum. Und den habe ich jetzt mal reingenommen. Ich musste ein bisschen hochklettern, damit ich den wirklich voll umrahmt von dem Seitenfelsen habe und keinen Himmel drin habe. Ich denke, ist mir aber ganz gut gelungen. Unser letzter Tag auf der Namib Naukluft Lodge. Am Nachmittag machen wir mit unserem Guide einen Ausflug zu den Moringa-Bäumen. Es geht tief hinein in die 25.000 Hektar große Farm. Unterwegs bekommen wir wieder einiges an Wildlife geboten. Rechtzeitig zur goldenen Stunde kommen wir an. Die dichte Ansammlung von Moringa-Bäumen ist schon etwas Besonderes und liegt geschützt in den Weiden dieser Farm.
Vielen Dank fürs Schauen. In der nächsten Episode geht es nach Swakopmund und zur Walvis Bay an die atlantische Küste.